Im letzten Video haben wir uns angeschaut, wie ein CLO entsteht. Es ging um die Unternehmen, welche Unternehmen sind in einem CLO und wir haben kennengelernt die Strukturierung, also sprich die Aufteilung in unterschiedlichen Tranchen. Heute geht es im Video um die Struktur, also sprich um die Wasserfallstruktur, um einen Begriff zu nennen. Es geht um die Nachrangigkeit, es geht um die Ausschüttung, wer bekommt was und vor allen Dingen auch, wer kontrolliert den Zahlungsstrom in einem CLO. Wie bekommt man aus einem Pool von 100 bis 150 Unternehmen, die lediglich ein Rating von B- haben, ein Portfolio aus CLOs, worunter auch eine Tranche ist, die ein AAA hat? Dabei hilft eigentlich ein Begriff, und zwar ist das rechtlich definiert, die sogenannte Wasserfallstruktur. Was verbirgt sich hinter Wasserfallstruktur? Man muss es so sehen, wie vielleicht in der Grafik, die wir eingeblendet haben, dass der Zahlungsstrom aus dem Lohnportfolio, das sind ungefähr ein Zahlungsstrom von Euribor plus 400 Basispunkte an Renditeaufschlag, vorrangig der AAA-Investor bezahlt wird. Bekommt der AAA-Investor seine Ausschüttung, also seinen Coupon, dann folgt die nächste Zahlung, nämlich an den Doppel-A-Investor. Dann geht es weiter bis zur A-Tranche, bis die ganzen Tranchen, die in fixen Coupon aufweisen, den Zahlungsstrom erhalten haben. Aber es geht ja nicht nur um den Zinszahlungsstrom, sondern am Ende der Struktur wird der Investor auch mit 100 zurückbezahlt. Und das ist auch in dieser Wasserfallstruktur enthalten, denn der AAA-Investor bekommt auf jeden Fall seine 100, nämlich er bekommt sie vorrangig vor allen anderen. Dann kommt der Doppel-A-Investor, dann der Einfach-A-Investor. So ist auch die Rückzahlung definiert. Aber wie ist denn die Aufteilung der Zinszahlung? Ein AAA-Investor ist ganz klar, hat natürlich das kleinste Risiko, der bekommt auch den geringsten Ertrag. Im Durchschnitt so 100 bis 120 Basispunkte über dem laufenden Euribor, über den variablen Zinssatz. Die Tranche, die das höchste Risiko hat, aber auch den höchsten Ertrag, ist die sogenannte Equity-Tranche. Warum heißt die Tranche eigentlich Equity-Tranche? Wir sind ja hier im Lohnmarkt und nicht im Aktienmarkt unterwegs. Die Equity-Tranche ist eigentlich eine Tranche, die einen Eigenkapitalcharakter hat. Das spricht also, der Käufer finanziert die ganzen sogenannten Mezzanin- und Debt-Tranchen und dafür behält der Equity-Investor den sogenannten Überschussanteil. Wir hatten ja eben gesehen, wie die Wasserfallstruktur funktioniert. Also erstmal bekommt der AAA-Investor sein Geld, dann die ganzen Mezzanin-Tranchen und zum Schluss den sogenannten Überschussanteil, der aus dem Lohnportfolio übrig bleibt, bekommt der Equity-Investor. Das ist im Schnitt relativ hoch, nämlich 10 bis 15%. Diese Equity-Tranche ist ungefähr von den 500 Millionen 10%. Das heißt also, 50 Millionen ist die Equity-Tranche dick. So, kommen wir jetzt nun zum Verlust. Wie ist die Verlustaufteilung, wenn das CLO-Portfolio oder das Lohnportfolio einen schlechteren Ertrag erwirtschaftet als geplant? Also wenn ein Verlust im Lohnportfolio auftritt, dann leidet der Equity-Investor am meisten. Der trägt vorrangig den Verlust. Deshalb bekommt er auch keinen fixen Coupon, sondern einen variablen Überschussanteil. Das Portfolio erwirtschaftet weniger Ertrag als geplant, dann bekommt der Equity-Investor auch einen geringeren Überschussanteil. Das kann sogar so weit gehen, dass er gar nichts bekommt pro Quartal. Das heißt also, das Risiko einer CLO-Struktur geht von der Equity-Tranche auf die Mezzanin-Tranche bis zur AAA-Tranche. Das heißt also, die Wasserfallstruktur funktioniert in dem Sinne, dass die Zahlungsstrom von der AAA bis zur Equity-Tranche durchstrukturiert wird. Allerdings, wenn die Verluste so groß sind, dann leidet der Equity-Investor. Das heißt also, die Wasserfallstruktur, nur diese Struktur und dieser Mechanismus garantiert Ihnen, dass aus einem Lohnportfolio mit einem Durchschnittsrating von B auch ein Portfolio entstehen kann mit einem AAA-Rating. Wenn es zu einem Ausfall kommt,
Was passiert denn dann eigentlich? Der Ausfall bedeutet ja, dass der AAA-Investor wegen der Wasserfallstruktur eigentlich nicht leidet. Wer leidet als erstes? Die Equity-Tranche. Denn jeder Ausfall wird zunächst von der Equity-Tranche gepuffert oder abgefangen. Das kann dazu sogar führen, dass die Equity-Tranche pro Quartal vielleicht gar keine Zahlung bekommt und damit die Struktur besser wird, weil man den Zahlungsstrom einspart, den sonst die Equity-Tranche erhält. Das ist sozusagen der Fall, wenn die Ertragsstruktur von diesem Portfolio schwächer wird. Was passiert in der Krise mit einem CLO? Wir haben den Lackmustest sicherlich in der Finanzmarktkrise gesehen. Denn CLOs, wenn man zurückschaut in der Historie, haben CLOs keine Ausfälle gehabt im Investment-Grade-Bereich. Gleichwohl gab es herbe Verluste in der Equity-Tranche. Die waren so hoch, dass teilweise die Equity-Tranche keinen Überschussanteil an den Investor, also sprich den Käufer, aufgewiesen hat. In der Finanzmarktkrise wurden Immobilienkredite, die nicht werthaltig waren, verbrieft und verkauft. Beim CLO ist nichts anderes wie ein Loan drin. Wo ein Loan draufsteht, ist auch ein Loan enthalten. Loans, wissen wir ja aus dem ersten Video, sind vorrangig besicherte Darlehensverträge. Das heißt also, man hat eine hohe Sicherheit in der Struktur. Im CLO sind keine Studentenkredite, es sind keine Autokredite enthalten und im CLO sind auch keine Immobilienkredite enthalten. Aber nichtsdestotrotz stellt sich natürlich die Frage, was hat man eigentlich aus der Finanzmarktkrise gelernt in der Verbriefungsstruktur? Ein wichtiges Lernkriterium oder eine wichtige Änderung kam aus der EU-Verordnung. Denn die EU schreibt jedem CLO-Manager vor, dass der Manager 5% auf seinem eigenen Buch behalten muss, der Struktur. Das heißt also 5% der gesamten 500 Millionen Euro, die ein CLO schwer ist, muss der CLO-Manager, der Loan-Manager auf seine eigene Bilanz nehmen. Das ist sozusagen, wenn man so will, der neudeutsche Skin in the Game. Also man hat das gleichgerichtete Interesse zwischen dem CLO-Investor und dem Manager eines CLOs. Denn wenn es zu Verlusten kommt, trägt nicht nur der Käufer die Verluste, sondern auch der Manager. Wenn Investment-Grade-CLOs so sicher sind, was sind denn eigentlich die Risiken von CLOs? Ausfälle sind es schon mal nicht im Investment-Grade-Bereich. Allerdings, wenn die Rezession anklopft oder es zu politischen Risiken kommt, dann hat man natürlich auch Marktschwankungen. Das bedeutet, alle oder viele Investoren möchten aus der Assetklasse raus, also verkaufen die, ähnlich wie bei Aktien, ähnlich wie bei High Yield. Man versucht, risikobehaftete Assets zu verkaufen. Was passiert denn dann, wenn ein risikobehaftetes Asset, also die CLOs, verkauft werden? Zunächst mal beobachtet man die Ausweitung des sogenannten Bid-Ask-Spread. Was versteht man darunter? Zwischen An- und Verkauf, die Spanne, die wird größer. In der Corona-Krise war die schon relativ weit. Wenn man anschaut, im High-Yield-Markt waren sie auch bei 10%. Wir lagen auch ungefähr bei 8 bis 10% Bid-Ask-Spread. Das heißt also, es ist ein Ausdruck des Ungleichgewichts zwischen Käufer und Verkäufer. Allerdings, die Asset-Klasse bleibt weiterhin werthaltig, denn der Ausfall trifft nur erstmal die Equity-Tranche. Kursabschläge sind in der Regel auch gute Einstiegszeitpunkte. Denn Kursabschläge heißt nichts anderes, dass die AAA-Tranchen oder die Investment-Grade-Tranchen deutlich unter 100 notieren. Wir wissen allerdings auch, dass am Ende der Laufzeit immer zu 100 zurückbezahlt wird. Also man bekommt nicht nur den laufenden Coupon, also Euribor plus Spread, sondern man bekommt als Investor noch zusätzlich die Wertaufholung, nämlich die Wertaufholung von unter 100 auf 100. Nichts anderes ist ja, was dem anderen sein Verlust ist, denn ein anderer Investor hat ja den Verlust durch den Verkauf erlitten, hat der Käufer bei großen Kursabschlägen als Gewinn auf seiner Seite zu verbuchen. Also als Fazit möchte ich herausstellen zum CLO,
Was ist die besondere Kennzeichnung? Das ist einmal die Werthaltigkeit des Portfolios im Lohnbereich. Im Investmentbereich des CLOs hat man die Sicherheitsstruktur, diesen sogenannten Wasserfall. Man hat eine variable Verzinsung, das heißt also, man hat keine Zinsduration. Das Portfolio ist nur abhängig vom Kreditrisiko, das heißt also von dem Bestand oder der Bonität der einzelnen Unternehmungen. Und man bekommt eine attraktive Verzinsung, nämlich Euribor plus entsprechendes Spread. Beim hohen Euribor, wie wir es jetzt sehen, haben wir natürlich eine hohe Verzinsung in dem laufenden Portfolio. In dem nächsten Video werden wir uns beschäftigen mit der Fragestellung, für welche Kunden sind CLO interessant und wie ist das Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zu Aktien und Corporate Bonds.